Genossinnen und Genossen, liebe Freundinnen und Freunde, herzlich willkommen zu unserer Palästina-Solidaritätsveranstaltung der DKP München. Wir haben gerade vor 2-3 Wochen den großen Aufschrei erlebt, der in unserem Land inszeniert wurde, als Günter Grass ein paar simple Wahrheiten über den Charakter des Staates Israels aussprach. Selten wurde die Gleichschaltung der Massenmedien von der sogenannten Qualitäts- bis zur Boulevardpresse so sichtbar wie in dieser Exekution der bundesrepublikanischen Staatsräson, die da heißt, Israel hat immer Recht. Dieselben Kräfte, die sich skrupellos an der Zerschlagung anderer Staaten beteiligen, Regime Change propagieren und Staaten zu Failed States erklären, pochen auf Rechte eines Staates, dessen jetzige Existenz die Bevölkerung Palästinas in eine Schattenwelt verweist und deren Staatswerdung praktisch verunmöglicht. Gegen diese Phalanx anzukämpfen ist nicht leicht, zumal auch Teile der Linken sich der Staatsräson unseres Staates unterwerfen. Uns kann dies alles aber nicht davon abhalten, weiterhin an der Seite des palästinensischen Volkes zu stehen. Wir wissen, dass auch die säkulären antiimperialistischen Kräfte, die linken Kräfte in Palästina Rückschläge zu verkraften haben, besonders seit 1989. Umso mehr freuen wir uns aber über die bei uns doch seltene Gelegenheit, authentische Vertreter dieser Bewegung heute Abend unter uns zu haben. Im Namen der Münchner DKP begrüße ich ganz herzlich Amin Juaidi. Er ist 29 Jahre alt. Amin ist 29 Jahre alt und macht an der Birzeit-Universität in Ramallah gerade seinen Master in Menschenrechte und Demokratie. So heißt dieser Studiengang dort. Er ist ein führendes Mitglied der Jugend der Palästinensischen Volkspartei, der mit uns heute diese Veranstaltung bestreiten wird. Herzlich willkommen nochmal. Es gab eine kleine Änderung, und zwar der Genosse der DFLP, also der Demokratischen Front zur Befreiung Palästinas, ist für München leider verhindert. Also er hat in den anderen 10 Städten an den Veranstaltungen teilgenommen in dieser Rundreise, aber hier ist er leider verhindert. Wir haben deshalb zur Unterstützung den Genossen Imad Thoma. Er studiert in Deutschland, in Coburg, und ist ebenfalls Mitglied der Jugend der Palästinensischen Volkspartei, und er ist hauptsächlich da, um zu ergänzen und bei Übersetzungsproblemen da zu helfen. Herzlich willkommen aber auch. Und ich möchte auch jetzt schon mal Dank an Timothy Slater aussprechen. Er ist heute der Dolmetscher von Englisch auf Deutsch und Deutsch auf Englisch. Er ist auch beruflich Dolmetscher und linker Friedensaktivist und wird heute die Übersetzung machen. Schon mal danke für die Bereitschaft. Ich will 3 kurze Sätze sagen zu linken Kräften in Palästina. Also jeder von uns kennt die Hamas, jeder von uns kennt die Fatah. Es gibt aber auch linke Kräfte, säkuläre Kräfte in Palästina, die für einen eigenen Staat kämpfen, und ich will nur kurz die 3 Hauptkräfte davon vorstellen. Das ist einmal die PPP, also die Palästinensische Volkspartei, die bis 1991 Kommunistische Partei Palästinas hieß und sich dann umbenannt hat. Es gibt die DFLP, die Demokratische Front zur Befreiung Palästinas. Mit diesen beiden Organisationen bestreiten wir diese Veranstaltungstournee durch ganz Deutschland. Und es gibt auch noch die PFLP, die Volksfront zur Befreiung Palästinas, die auch eine der stärksten Kräfte, säkulären Kräfte in Palästina selbst ist. Solidarität und Unterstützung des Freiheitskampfes des palästinensischen Volkes bedeutet auch, über detaillierte Informationen und Einschätzungen zur Verfügung über die Lage vor Ort. Und auch diesem Zweck soll die heutige Veranstaltung dienen. Ich will ganz kurz den Ablauf sagen. Es wird von Amin ein kurzes Referat geben, circa 45 Minuten. Wenn man die Übersetzung da schon eingerechnet hat, dann wird er knapp 20-25 Minuten reden. Und der Hauptpart dieser Veranstaltung wird die offene Diskussion sein. Also, dass ihr Fragen stellen könnt. Die Regeln dazu sage ich später nochmal, dass ihr Fragen stellen könnt und einfach wir offen diskutieren können über die Situation vor Ort. Ich will jetzt schon mal ein paar Themen ansprechen, die uns besonders interessieren. Die standen auch auf dem Flyer. Das ist einmal die Frage danach, Ein-Staaten- oder Zwei-Staaten-Lösung. Also ist es sinnvoll, einen gemeinsamen Staat für alle in den Gebieten Palästinas und Israels lebenden Menschen zu fordern? Oder ist ein eigenständiger palästinensischer Staat
neben Israel die derzeit realistischere Variante. Ich denke, darauf wird er eingehen. Eine zweite Fragestellung wird sein, inwiefern ist ein solcher Staat realisierbar, ein solcher palästinensischer Staat, angesichts der aktuellen Kriegsdrohungen Israels gegen den Iran und auch den Auseinandersetzungen in Syrien? Und was für eine Position nimmt die palästinensische Linke ein im Kampf gegen die israelische Besatzung und bei der Versöhnung von Hamas und Fatah? Ich habe jetzt aber genug geredet, ich würde einfach direkt das Wort an Amin Juaidi geben und er kann mit seinem Vortrag beginnen. Okay, first of all, I would like to thank you for this opportunity for me as a Palestinian trying to be in position of declaring what is going to the Palestinian people right there on the land and within the common people. Ja, also zuerst möchte ich mich dafür bedanken, dass ich diese Gelegenheit jetzt habe, hier als Palästinenser zu sprechen und über die Situation in Palästina und was mit dem Land und dem einfachen Volk dort passiert. I would like to begin with introduction for some of the issues that is going right there in Palestine for the Palestinians and by the Israeli occupation. Also beginnen möchte ich mit einigen der Themen und Probleme, die sich jetzt dem palästinensischen Volk durch die israelische Besatzung stellen. So, if you were there in Palestine, you will see that Israeli occupation is there all the time. There is no will by the military forces of the Israelis that declare a state for the Palestinians or the will of keeping the territories for the Palestinians out of their needs and occupation. Also wenn Sie schon mal in Palästina gewesen sind, dann haben Sie gesehen, dass die Besatzung allgegenwärtig ist. Dass das israelische Militär überhaupt nicht willens ist, den Palästinensern einen eigenen Staat zu gewähren und überhaupt nicht willens ist, ihnen etwas zu ermöglichen, eine Existenz aufzubauen, sondern alles soll den Bedürfnissen der Besatzung unterliegen. Okay, this occupation is in forms of more expansion for the settlements, which by numbers back before Oslo there was almost 150,000 settlements, but nowadays on the Palestinian settlers, yeah. Settlers, but now, right now, there are more than 500,000 of settlers. Ja, also es bedeutet auch eine ständige Ausbreitung der Siedlungen in den besetzten Gebieten. Vor dem Osloer Abkommen gab es etwa 150.000 jüdische Siedler in den besetzten Gebieten. Jetzt sind es mehr als 500.000. And this is going with denying for the rights of the Palestinians, so they can have their land and by building the apartheid wall, which is all surrounding and isolating all the Palestinian cities and villages. Und begleitet wird das ja auch davon, dass man den Palästinensern das Recht auf ihr eigenes Land verweigert und auch durch den Bau der Apartheidmauer
die palästinensische Städte und Dörfer abtrennt und isoliert. And there is always block roads, which is mainly controlled by the Israeli soldiers, which always try to hurt you and do harmful action against all the Palestinians, women, children and all. Und es gibt dann auch die ganzen gesperrten Straßen, die in Hand des israelischen Militärs sind, die ständig die Palästinenser schaden und auch Frauen und Kinder verletzen. Ja. Okay, and there is also the problem with the Palestinian detainees, which there are almost 5,000 Palestinian detainees in the Israeli jails. Most of them are under administrative detention and solitary confinement. Where they also facing torturing and brutal ways in torture. Ja. Es gibt dann auch noch das Problem der palästinensischen Häftlinge in den israelischen Gefängnissen, 5000 an der Zahl, die hauptsächlich in Verwaltungshaft sind. Das heißt, sie sind nicht wegen irgendeines Verbrechens verurteilt worden, sondern werden einfach auf Befehl der Regierung in Haft gehalten. Viele von ihnen sind in Isolationshaft und viele werden auch gefoltert oder brutal misshandelt. Indeed, there was almost for the 45 years of occupation, a woman detainee which reached to 10,000 women was in the Israeli jails, and remarkably it was by after 2000 that till today there was 8,500 children who were imprisoned by the Israeli with year less than 18, which it is against the law of the international children law. Ja. Und praktisch seit Anfang der Besatzung, seit 45 Jahren, gibt es auch Frauen, die auf diese Art in Haft gehalten werden. Und seit 2000 haben wir 8.500 Minderjährige, die so inhaftiert sind, was auch ein Verstoß gegen das Völkerrecht bezüglich der Rechte der Kinder ist. And for sure, for East Jerusalem, we still facing this brutal occupation, which always try to displace the Palestinian and to transfer them out of Palestine or out of Jerusalem, and the demonstration, the destruction of all the houses that they have on cause that there is no approval for building such houses, which is barely or at all there is no approvals by the Israeli for the Palestinian to renew or rebuild their houses even. Und dann haben wir auch noch das Problem Ostjerusalems, wo die Besatzung ständig versucht, die palästinensische Bevölkerung Ostjerusalems zu vertreiben oder irgendwo anders hin zu transferieren. Sie stehen auch vor dem Problem der ständigen Häuserzerstörung. Ihre Häuser werden unter dem Vorwand zerstört,
dass sie keine Baugenehmigung erhalten haben. Dabei gibt es praktisch keine Baugenehmigungen für Palästinenser, um entweder neue Häuser zu bauen oder existierende zu renovieren. And it's always also trying to make change for the characters of the demographic and landscape back there in Jerusalem, so it won't be there anything for the Palestinian. Und sie versuchen auch immer ständig die das demografische Wesen der Bevölkerung Jerusalems zu ändern, damit dafür die Palästinenser zum Schluss nichts übrig bleibt. And also the refugee, which is not at all in the consideration of the Israeli government to be discussed of. That's all the refugee which had the right to get to their places according to the 194 legitimation. It is an international right for the Palestinian to go back to their homeland is denied by the Israeli. Und dann haben wir auch noch die ganzen Flüchtlinge. Die israelische Regierung denkt überhaupt nicht daran, ihnen die Rückkehr zu erlauben. Diese ganzen Flüchtlinge, die nach dem Völkerrecht ein Recht auf Rückkehr in ihre Heimat haben, ein Recht, das ihnen verweigert wird. And for the internal issues, as Palestine, you know, is going with the conflict between Hamas and Fatah, and that later that we are building into reconciliation, Palestinian reconciliation, so that all the Palestinians will get into unity and be as it is one party, one people, one Palestinian, and united all the time. Und dann haben wir auch noch unsere inneren Probleme unter den Palästinensern. Ihnen ist ja bekannt, dass es da den Konflikt zwischen Hamas und Fatah gibt und jetzt seit neuerem der Versuch, eine Versöhnung zwischen den beiden herbeizuführen, damit wir vereint als Palästinenser stehen und als ein Volk. So as it was always Palestinian People Party was restricting or enforcing the resistance, the people resistance in all the diversities. It is possible for the people to get into resistance because we believe it is the best way of going to the goals of our Palestinian people. Und die Palästinensische Volkspartei hat immer alle Formen des Widerstandes des Volks unterstützt, denn wir glauben, dass diese Vielfalt der Aktionsarten die beste Möglichkeit ist, Fortschritte für das palästinensische Volk zu erzielen. So there is a lot of campaigns back there in Palestine is going on right now, and I would like also to inform you about some of these campaigns that we will get solidarity by your efforts back there. Ja, es laufen zurzeit eine Reihe von Kampagnen in Palästina und ich möchte Ihnen von einigen erzählen und hoffentlich auch Ihre Unterstützung dafür gewinnen. So many people ask what is the importance that the Palestinian going to the UN now to get the declaration of the Palestinian statehood as a full membership back there in UN. Also viele Leute fragen, was der Sinn und Zweck ist, dass die Palästinenser sich jetzt an die UNO wenden und versuchen,
volle Anerkennung als Staat, als Mitglied der UNO zu erhalten. And for the Palestinians, the main goal is to get international recognition for the future, which depends on Palestinian state. Für die Palästinenser ist das Hauptziel internationale Anerkennung für die Zukunft zu gewinnen. Und dafür ist erforderlich ein palästinensischer Staat. Thus we will be able also to legitimize all the Palestinian claims effectively for gathering the wanted freedom, independence and Palestinian statehood. Damit können wir unsere ganzen palästinensischen Forderungen legitimieren und effektiv danach streben, also unsere Forderung nach Freiheit und Unabhängigkeit und nach einem palästinensischen Staat. And it is also known to us, a Palestinian, that the majority of all the countries around the world supporting the Palestinian statehood, but we also have to go further to end the occupation of 44 years. Wir Palästinenser wissen, dass die Mehrheit der Länder der Welt einen palästinensischen Staat unterstützen. Aber wir müssen noch weitergehen, um diese 44-jährige Besatzung zu beenden. So here I ask you to support the campaign which is going with Palestine for UN 194. Ich bitte Sie darum, die gegenwärtige Kampagne zur Unterstützung eines palästinensischen Staats, zur Unterstützung der resolution? No, it is representing the Palestine as the number which is of the countries. 124. Ja, also dass diese Kampagne die Palästina als 194. Staat auf der Welt anerkennen soll. And it is a number of the right for the refugee to go back to return to Palestine. Ja, und auch für das Recht auf Rückkehr der Flüchtlinge nach Palästina. Also we had another campaign which is mostly depending on boycotting the Israeli settlements good here or all the world, but there in Palestine we are always trying to boycott all the products by the Israelis. Und eine weitere Kampagne ist, ich habe gelernt, dass hier eine Boykottkampagne gegen Erzeugnisse aus den Siedlungen läuft und das ist schön, aber in Palästina wollen wir alle israelischen Erzeugnisse boykottieren. Since always Israel tried to make the Palestinian as the consumers of their market. Denn Israel versucht uns Palästinenser immer als Verbraucher, als Konsumenten für ihre Märkte zu benutzen. Without giving any wealth for self-production for the Palestinians. Ohne den Palästinensern zu erlauben, selber Waren zu produzieren. And we are also going with the boycotting for the academic Israeli who are trying to erase the Palestinian history and the Palestinian issue. Und haben auch eine Kampagne, israelische Akademiker zu boykottieren, die die palästinensische Geschichte und die palästinensische Frage verneinen wollen. And also here in Germany I will go with asking you for the support of boycotting or enforcing, putting your power in
in restricting the exportation of the submarines, the German submarines, to the Israeli. Und hier in Deutschland möchte ich Sie bitten, sich dafür einzusetzen, dass deutsche Waffenlieferungen wie die U-Boote an Israel verhindert werden. And according to the Palestinian youth, I would like to mention that 55% of the Palestinian population is from youth, so Palestine is a youth country. Ja, und was unsere Jugend angeht, ich möchte nur erwähnen, dass 55% der palästinensischen Bevölkerung Jugendliche sind. Palästina ist also ein junges Land. And they are the biggest ratio of martyrs, casualties, prisoners by the Israeli. Und sie stellen auch den anteilmäßig die meisten Opfer und Inhaftierte, die Opfer der Israelis sind und Märtyrer, also Getötete da. And there is also on a social level the unemployment and isolation which they have by the Israelis. Und auf einer gesellschaftlichen, sozialen Ebene gibt es die Arbeitslosigkeit und die Isolation, die uns von den Israelis aufgezwungen wird. There is almost 1,170,000 Palestinian children going to schools. Es gibt 1.170.000 fast palästinensische Schulkinder. And the percentage of youth of 13 who is going to higher educations. 13 of the youth percentage. 13%. Und 13% der Jugendlichen besuchen da auch Hochschulen. And 32 of colleges. 32% going to colleges. Higher education, which means after colleges. University, the secondary school. No, the postgraduate students, you like for the master programs. I think 3% of the people who go to college. From the young. Ja, und von diesen Studenten machen dann fast ein Drittel dann auch höhere Abschlüsse, Magister oder Doktor. But we still face 22% of unemployment back there. Aber wir haben trotzdem eine 22%ige Arbeitslosigkeit dort ihnen. Which it makes difficult for us, for youth, that many of the Palestinian youth nowadays are seeking for immigration opportunity. Das macht es für die palästinensische Jugend schwierig. Viele der Jugendlichen versuchen deswegen auszuwandern. Like back to 2006, there was almost 45,000 applications was submitted to the embassies and representative offices back there in Palestine by the Palestinian youth. Im Jahr 2006 haben palästinensische Jugendliche fast 46.000 Visa und ähnliche Bewerbungen an die verschiedenen Botschaften und Behörden eingereicht. And it is something destructive. It is destructive for the Palestinian future and the Palestinian statehood. Und das ist für die Zukunft Palästinas und für einen palästinensischen Staat sehr schädlich.
And about the possibility of the solution of two states or one state, I would like to address that after all that I have been through, certainly not shows the Palestinian the way that it is possible for one state with such right-wing Zionist government ruling back there in Israel. Und was die Frage einer Ein- oder Zwei-Staaten-Lösung angeht, nach allem, was ich ausgeführt habe, scheint so etwas, also eine Ein-Staaten-Lösung kaum möglich angesichts der rechten zionistischen Regierung, die in Israel herrscht. So we believe that the best thing right now is that there will be a Palestinian state near the Israeli, but Israeli democratic state also, not the one which is represented by the right wing. Wir glauben also, dass im Augenblick das Beste wäre, ein palästinensischer Staat neben dem israelischen Staat, aber neben einem demokratischen israelischen Staat, nicht so wie der jetzige von einer rechten Regierung beherrschten. About maybe I'll also talk a little about the issue that you mentioned, the war on Syria and the expected war in Iran and how it's affecting on the Palestinian. Really, we still believe that from everything is going in Middle East, Israel have benefits, and especially with what is going in Syria. There's still the Julan occupied, and the South Lebanon is still occupied by the Israelis. Kurz auf das Thema Syrien und des angekündigten Kriegs gegen Iran einzugehen. Wir glauben, dass alle diese Sachen, die da im Nahen Osten passieren, zum Vorteil Israels gereichen. Speziell da in Syrien, die Golanhöhen werden immer noch von Israel besetzt gehalten und auch im Süden Libanons gibt es da noch einen Teil, der unter israelischer Besatzung steht. And we believe also that according to Hamas back there in Gaza, that by the Syrian issue they also trying to delay all the Palestinian reconciliation for the Palestinian issues. Who is trying to delay? Hamas. Ja. Und wir glauben auch, dass Hamas durch diese Syrien-Frage die Versöhnung zwischen den Palästinensern verzögern möchte. Hamas im Gazastreifen. And by a certain explanation of this delay is because Hamas her head is back there in Syria, Mashal is in Syria, so it is related with the issues of how it will be dealt back there in Gaza and in West Bank. About Hamas, why it's delaying. Und einer der Gründe, also der Grund, warum Hamas da eine Verzögerungstaktik eingeht, ist, glauben wir, dass das, was in Syrien geschieht, dass da auch gewisse ihnen verwandte Gruppen sind, dass das dann auch einen Einfluss darauf haben wird, was mit Hamas im Gazastreifen und auf der Westbank passieren wird.
And in West Bank we also had the delay by Fateh for improving even PLO, which is the main organization for the Palestinians, and we believe that it is the only and only one legislative organization, so all the Palestinians can be united and kept under this organization. Und auf der Westbank gibt es da Verzögerungen durch die Fatah, weil sie ihre Stellung innerhalb der PLO stärken wollen. Wir halten die PLO für die einzige legitime Organisation aller Palästinenser und dass alle Palästinenser unter dem Dach der PLO vereint sein sollen. I think this is a short summary for all the things that I mainly focused on, and I would like also to open the discussion that maybe there is a questions, more certain questions that we can discuss about. Also das war eine kurze Zusammenfassung der Themen, die ich vorbringen wollte, und jetzt möchte ich auf Ihre Fragen eingehen. Also wenn es da speziellere, konkretere Fragen gibt, dann können wir sie ausführlicher diskutieren. Vielen Dank, Amin. Erstmal ein erfrischend kurzes Referat, was uns die Möglichkeit gibt, jetzt nochmal in die Details zu gehen. Ich denke, das wird durch die Fragen geklärt werden. Bevor jetzt die Diskussion losgeht, will ich noch einen Satz sammeln. Wir machen diese Rundreisetour durch 11 verschiedene Städte in Deutschland auch deshalb, weil wir ein konkretes Anliegen in Palästina unterstützen wollen. Es gibt von der Jugend der Palästinensischen Volkspartei ein Festival jedes Jahr, seit 19 Jahren schon, das ist das Farka-Festival, auf dem linke, palästinensische und israelische Jugendliche zusammenkommen, eine Woche lang und gemeinsam feiern und gemeinsam arbeiten. Die Hälfte des Tages wird das Dorf, in dem das stattfindet, renoviert, es werden Straßen ausgebessert oder Kindergärten gebaut und die andere Hälfte wird zusammen gefeiert und diskutiert. Das ist sozusagen ein einmaliges Festival in Palästina, das bisher immer von der palästinensischen Autonomiebehörde unterstützt wurde finanziell. Diese Zuschüsse, wie auch oft in Deutschland, werden nach und nach gestrichen. Dieses Jahr wurden sie besonders drastisch gestrichen und wir sammeln auf jeder Veranstaltung ein bisschen Geld, das wir dann den Armin mitgeben können, damit dieses Festival, wo eben linke Israelis und Palästinenser zusammenkommen, auch wieder stattfinden kann. Die Anja da hinten hat eine Box, da könnt ihr, wenn ihr dann geht am Ende der Veranstaltung oder auch jetzt schon Geld reinwerfen, beziehungsweise wird diese Box auch rumgegeben werden.